diesem Jahr beschäftigt sich ja dieser Tag schwerpunktmäßig mit rechtlichen Fragen und Sie sind Rechtsfachpolitikerin. Welche Aspekte interessieren Sie bei dem Thema denn besonders? Naja, im Prinzip alles, was die Faktenbasis verbreitert, ja, für unsere Tätigkeit. Also wenn gesetzgeberischer Handlungsbedarf sozusagen geprüft werden muss, dann bin ich ja darauf angewiesen, dass ich die entsprechenden Fakten habe. Also was gibt es, welche Gruppen sind betroffen, welche gesundheitlichen Folgen gibt es. Also das sind natürlich genau die Informationen, die wir eben brauchen, um tatsächlich dann auch entsprechend passende Gesetzgebung auf den Weg zu bringen. Ja, und dieser weltweite Tag der genitalen Selbstbestimmung, der ist ja 2013 von Betroffenen ins Leben gerufen worden. Und inzwischen ist das ja, darf ich sagen, ein zivilgesellschaftliches Bündnis, wo auch ganz viel in Richtung Faktenlage ja erarbeitet wird, wenn man sich anguckt, wer das alles unterstützt. Und was denken Sie, wie können hier Zivilgesellschaft und Politik hier noch besser zusammenarbeiten? Und welche Impulse wären da gefragt, die man sich auch gegenseitig geben könnte? Also wir versuchen ja Ja, heute einen Impuls zu geben und wie könnte das funktionieren? also ich glaube, sie sind da wirklich auf einem guten Wege. Also ich meine, das ist ja, wenn man mal auf diese unsägliche Debatte 2013 zurückblickt, aber ein Vorteil der ganzen Geschichte gewesen. Jemand wie ich hatte vorher sozusagen die Fakten auch nicht auf dem Schirm, dass es Öffentlichkeit für dieses Thema gegeben hat, dass sie sich organisiert haben und dass es jetzt sozusagen einen völlig anderen Blick auf das Thema gibt. Weil ich denke, vielen Menschen ging es so wie mir, dass sie damit sich vorher noch nie befasst hatten und das hingenommen haben, so wie es ist. Und erst durch die Debatte damals und gerade auch durch ihre Vernetzung und die Gespräche mit ihnen das Thema ins Bewusstsein gerückt ist. Verstehe. Und das sollte man natürlich auch so weitermachen. Ich sag mal, sie machen das ja in einem richtigen Ausmaß, in einer richtigen Form, sodass man, wenn man nochmal gesetzgeberisch irgendwo das Thema berührt, dass man dann auch nochmal weiß, ah ja, da war ja noch dieses Thema und guckt sich das nochmal an. Also wir hatten ja gerade ein Gesetzgebungsverfahren jetzt zu den intergeschlechtlichen Kindern. Und das war natürlich so, dass man sich da schon nochmal an die Debatte auch aus 2013 erinnert hat. Verstehe. Ja, die damalige Justizministerin hat ja 2012 mit dieser Gesetzgebung das Thema für beendet erklärt. Ne? Und im europäischen Ausland debattiert man kontinuierlicher. Also zum Beispiel in Dänemark geht das jetzt seit Jahren in den Medien sehr rege und auch im Parlament. Sogar einen Regierungswechsel hat dieser Bürgervorschlag überstanden. Und auch bei uns zum Beispiel ein Jugend-WDR-Format Reporter hat jetzt gerade in den letzten Wochen 200.000 Views und wirklich viele betroffene Reaktionen erreicht. Würde ich mich mal interessieren, wird das in der politischen Landschaft wahrgenommen und was erleben Sie da gegebenenfalls für Reaktionen, wenn man darüber spricht? Naja, also es ist ja jetzt nicht so, dass es jeden Tag im politischen Geschehen auf der Tagesordnung steht. Ich glaube, das ist Ihnen auch klar. Aber ich glaube, das ist falsch zu glauben, dass 2013 die Debatte beendet worden ist, denn das war im Prinzip der Anfang der Debatte. Also jedenfalls für einen breiten Teil der Öffentlichkeit und auch der Parlamentarier war das der Beginn überhaupt der Befassung. Und von daher ist es einfach wichtig, sozusagen zu wissen, wo wird das Thema, wer behält das Thema auf dem Schirm, das machen sie und sozusagen an welcher Stelle kann man das vielleicht politisch nochmal aufgreifen. Es ist nicht ganz einfach, das ist klar, das war ja auch der Anlass, die Verquickung sozusagen zwischen Gesundheitsrechten und dann der Religionsfreiheit. Das war ja auch diese Mischung, die 2013 das auf die Tagesordnung des Bundestages gesetzt hat. Aber Anhaltspunkte genug, auch da immer wieder daran zu erinnern, haben wir mit Sicherheit. Also in Deutschland gibt es, und das ist einmalig auf der Welt, ja 3 verschiedene Gesetze zum Bereich nicht-therapeutischer Genitaloperationen, die sich jeweils nach dem zugewiesenen Geschlecht nach Geburt richten und unterschiedliche Schutzgrade formulieren. Und Sie sind ja Rechtspolitikerin in einer Partei, wo Diversität, aber auch Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung ganz oben auf der Agenda stehen. Und dann frage ich, müsste die Botschaft von heute, dieses 7. Mai, nicht eigentlich auch ganz starke politische Unterstützung innerhalb bei Bündnis 90 Die Grünen erfahren können? Ja, also von meiner Seite kann ich das jedenfalls klar sagen, dass ich diese Differenzierung auch verfassungsrechtlich sehr schwierig finde. Jetzt kommt ja noch eine neue, sozusagen ein neuer Paragraph dazu, der das eigentlich nochmal verdeutlicht. Ja, jetzt haben wir neben dem 1631d dann demnächst auch den 1631e, der ja sehr klar auch, ohne dass hier irgendjemand Widerspruch geleistet hätte, die Selbstbestimmung, die Freiheit des Kindes, der genitalen Selbstbestimmung nach vorne stellt.
Und das könnte natürlich durchaus auch nochmal das Problem verdeutlichen, weil diese beiden Paragraphen jetzt unmittelbar untereinander stehen und da sozusagen eine Differenzierung stattfindet, wenn man sich fragt, wenn das für intergeschlechtliche Kinder gilt, die genitale Selbstbestimmung, warum sollen sie dann nicht auch für alle anderen Kinder gelten? Also das wirft, finde ich, jetzt nochmal ein deutlicheres, sozusagen ein deutlicheres Licht auf den Widerspruch eigentlich in der Rechtslage. Und sehen Sie da auch innerhalb der Grünen Partei Diskussionsforen, wo das zur Sprache kommen könnte? Ja, also auf jeden Fall. Wir haben ja regelmäßig, diskutieren wir nicht nur in der Rechtspolitik, sondern auch in der gesamten Fraktion diese Dinge. Wobei jetzt sozusagen im Zuge des jetzigen Gesetzgebungsverfahrens zu den intergeschlechtlichen Kindern das Thema noch nicht wieder aufgesetzt worden ist. Ich kann nur sagen, mir fällt dieser Widerspruch auf und ich würde bei nächster Gelegenheit, wenn sozusagen an diesen Vorschriften noch mal etwas geändert wird, diesen Widerspruch dann auch noch mal verdeutlichen. Ja, jetzt haben wir Ihnen ja einige Fragen gestellt und nun soll ja der heutige Tag zum Dialog einladen und dazu gehören ja zwei Seiten. Deswegen würde ich Ihnen gerne auch die Gelegenheiten geben, gibt es etwas, das Sie den 71 Initiativen und Organisationen gern mit auf den Weg geben möchten? Wir würden das dann auch gern weitergeben und Ihnen Reaktionen auch später zukommen lassen, damit wir im Dialog bleiben. Ja, gerne. Also Sie haben ja gefragt, ob ich auch Fragen habe. Also mir würde es natürlich interessieren, wie es Ihnen seit sozusagen den letzten Jahren, wo wir diskutiert hatten, ergangen ist und vor allen Dingen auch international, was es denn bewirkt hat seitdem, ja, ob es in anderen Ländern Gesetzgebung gegeben hat, die sozusagen für uns vielleicht beispielgebend sein könnte in dem Bereich. Da bin ich immer offen, wenn Sie mich daran teilhaben lassen, an diesen Erkenntnissen. Und im Übrigen wünsche ich Ihnen natürlich auch weiter viel Erfolg auch auf Ihrem Weg, den Sie da gehen. Vielen Dank, Frau Keul, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, heute ist jede Menge bei Ihnen los. Sie müssen sofort zum nächsten Termin und bis bald. Herzliche Grüße. Vielen Dank.